Ich zeige euch heute, wie ihr ohne Mehl ein richtig leckeres Brot aus eurem Frühstücksmüsli machen könnt. Ich nehme hier also einfach 1 Kilo von meinem Frühstücksmüsli. Hier sind verschiedene Getreideflocken und verschiedene Saaten. Das gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Das ist jetzt, wie gesagt, so eine 5-Korn-Mischung. 1 Kilo Frühstücksmüsli. Darauf gebe ich 3 Teelöffel Salz, 30 Gramm Flohsamenschalen und 30 Gramm Chiasamen. Das Ganze erstmal vermischen. Darauf gebe ich jetzt 1 Liter warmes Wasser. Einfach draufkippen. Und 3 Esslöffel Öl, das sind 20 Milliliter. Und das Ganze knete ich jetzt einmal durch. Richtig ordentlich durchkneten. So, und das schiebe ich jetzt schon mal zusammen und forme das ein bisschen. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Folie und teile meinen Teig in 2 Hälften. Das schlage ich jetzt ein und dann forme ich mir das Brot so, wie ich das haben möchte. Da ich das von beiden Seiten anbrate, möchte ich beide Seiten auch glatt haben. Das schiebe ich schon mal zur Seite. So, das schiebe ich jetzt auch zur Seite und lasse beide Brote ungefähr 1 Stunde quellen. Mein Brot ist jetzt gequollen. Ich habe mir das jetzt mit Hilfe der Folie geformt und jetzt nehme ich eine beschichtete Pfanne. Jetzt lege ich mein Brot da rein. In die Pfanne kommt kein Öl, da kommt nichts rein, das Brot kommt einfach so in die trockene Pfanne. Und ich stelle meine Temperatur jetzt auf mittlere Stufe. Mein Herd hat 9 Stufen und ich stelle mein Brot jetzt auf Stufe 4,5. Und das Brot lasse ich jetzt von der ersten Seite erstmal für 50 Minuten in der Pfanne. Wenn sich zu viel Kondenswasser bildet, wird das Kondenswasser sofort weggewischt. Das ist mir hier schon zu viel Kondenswasser, das wische ich eben weg. Ich hatte mein Brot jetzt für 50 Minuten auf Stufe 4,5, also auf mittlerer Temperatur. Ja, ihr seht auch, da klebt nichts fest. Jetzt stelle ich das für 10 Minuten eine Stufe höher. Währenddessen lasse ich den Deckel jetzt unten. Die 10 Minuten sind rum. Ich drehe die Temperatur jetzt wieder auf 4,5 und drehe das Brot um. Ich hebe das Brot jetzt einfach raus und lege das hier auf so ein Holzbrett. Jetzt stülpe ich die Pfanne einfach über mein Brot, drehe das Ganze um und brate das Brot weiter. Ich mache den Deckel wieder drauf und lasse das Brot von der zweiten Seite 15 bis maximal 20 Minuten mit Deckel anbraten. Die Temperatur habe ich auf 4,5, also auf mittlere Stufe gestellt. So, die Zeit ist rum. Ich habe das Brot jetzt 15 Minuten mit dem Deckel braten lassen, nehme den Deckel jetzt runter und stelle das noch einmal für 10 Minuten eine Stufe höher, ohne den Deckel. Je nachdem, was ihr für eine Pfanne habt, kann das Brot aber auch schon nach 5 Minuten braun sein. So, mein Brot ist fertig. Das hole ich jetzt raus und wenn das abgekühlt ist, dann zeige ich euch, wie das aussieht. Wenn ihr wissen möchtet, wie man das Brot im Backofen backt, das habe ich nämlich auch schon mal in einem Video gezeigt, dann schaut euch das an. Ich verlinke euch das Video hier oben rechts in der Infocard und im Abspann am Ende des Videos.
Ich zeige euch erstmal, wie das ausschaut. Wenn man das so sieht, würde man denken, das ist aus dem Backofen. Aber jetzt schneiden wir erstmal das Brot an. Boah, ist das knusprig. Schaut euch das an. Sieht das nicht mega aus? Sieht das nicht richtig lecker aus? Einfach aus eurem Frühstücksmüsli. Macht das nach und schreibt mir in die Kommentare, ob ich zu viel versprochen habe. Möchtet ihr noch mehr solcher Brote sehen, ohne Mehl, mit gesunden Zutaten, dann sagt mir das, dann mache ich das für euch. Dann wie immer viel Spaß beim Nachbacken. Ich hoffe, das Brot schmeckt euch genauso gut wie uns. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es höchste Zeit, damit ihr kein Video mehr verpasst.